Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde Ihnen in diesem Video zeigen, wie Sie mit dem Casio FX991 die Ableitung an einer bestimmten Stelle bilden können, und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie die Ableitung über einen ganzen Funktionsverlauf hinweg bilden können. Der Casio kann Ihnen allerdings nicht die Ableitung in Form einer Funktionsvorschrift liefern, aber Sie sind in der Lage, mithilfe des Casios die Steigung einer Funktion über ihren ganzen Verlauf hinweg zu ermitteln. Hier sehen wir die Funktionsvorschrift mit ihren Funktionswerten, hier die Spalte mit den Steigungswerten. Das kann man mit dem Casio in einem Arbeitsgang tatsächlich erreichen, dass man diese Tabelle mit den Steigungswerten bekommt, sodass man anschließend die Steigung über den ganzen Funktionsverlauf eintragen kann. An dieser Stelle noch einmal einen ganz kurzen Blick auf den Hintergrund. Ich gehe davon aus, dass ich eine Funktionsvorschrift habe. Hier habe ich ein bestimmtes Beispiel herausgesucht, f von x gleich 3x² plus 2x minus 4. Und ich möchte nun die Steigung dieser Funktion ermitteln. Dazu muss dann die Ableitung gebildet werden. f' von x gleich die Funktion nach x abgeleitet ergibt die Funktionsvorschrift 6x plus 2. Das kann man mit algebraischen Spielregeln herleiten und bekommt dann die Funktionsvorschrift. Das allerdings liefert Ihnen der Casio tatsächlich nicht. Was der Casio kann, ist, dass er Ihnen an einer bestimmten Stelle, zum Beispiel der Stelle 3, die Steigung der Funktion f von x liefert. Er wird dabei nicht diese Funktionsvorschrift für die Ableitung ermitteln, aber er kann diesen Wert, die 20 an dieser Stelle, die Steigung an der Stelle 3, numerisch ermitteln. Auf den Algorithmus dafür gehe ich hier nicht näher ein. Ja, das ist also die einfache numerische Differenziation, die der Casio beherrscht, an einer bestimmten Stelle in einer Funktionsvorschrift den Steigungswert zu ermitteln. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie das auf dem Casio umzusetzen ist. Hier sehen wir schon mal das Ergebnis davon. Das ist die Eingabe, so wie sie auf dem Casio erfolgt. Das Ergebnis davon ist die Steigung. Wenn Sie in einer Klausur nur diesen Wert brauchen, die Steigung an einer bestimmten Stelle, und die Funktionsvorschrift kennen, dann können Sie auf diese Weise diesen Steigungswert ermitteln. Mit dem Casio ist aber noch viel mehr möglich, denn Sie können, wie bereits gesagt, die Steigung über den ganzen Funktionsverlauf ermitteln. Dabei kommt heraus eine Tabelle, so wie wir die hier sehen, mit den Steigungen der eigentlichen Funktion über ihren Funktionsverlauf hinweg. Hier sehen wir wieder die Funktionsvorschrift. Hier sehen wir die Ableitung. Was ich nun tun muss, und das werde ich Ihnen dann auch gleich noch zeigen, wie das auf dem Taschenrechner umzusetzen ist, ich muss nun die Table-Funktion verwenden und als Laufparameter den Wert x einsetzen und dann das Ganze über einen bestimmten Bereich von x hinweglaufen lassen. Dann wird der Casio diese Tabelle generieren, in der dann die Steigungswerte stehen. Als erstes zeige ich Ihnen nun, wie Sie für die gewählte Funktionsvorschrift die Steigung an einer bestimmten Stelle ermitteln können. Das soll in diesem Fall die Stelle 3 sein, an der die Steigung ermittelt wird. Da muss also die Ableitung gebildet werden und davon dann eben der Wert an der Stelle 3 ermittelt werden. Das kann aus dem normalen Rechenmodus heraus geschehen. Auf dieser Taste befindet sich die Ableitungsfunktion. Das ist die Zweitfunktion, muss ich also aufrufen. Ich kann jetzt die Funktionsvorschrift eingeben, 3 mal x² plus 2 mal x minus 4 und muss nun noch angeben, an welcher Stelle die Steigung berechnet werden soll. Dafür steht dieses x gleich und dort setze ich nun den Wert 3 ein und drücke auf das Gleichheitszeichen und schon ist die Steigung an dieser Stelle bestimmt worden. So einfach ist das. Als nächstes möchte ich mir nun eine ganze Tabelle generieren, in der die Steigungswerte über den Funktionsverlauf hinweg angegeben werden. Dazu muss ich in die Table-Funktion wechseln. Das geht über Menü, Tabellen. Hier kann ich nun die Funktionsvorschrift eingeben, aber ich muss bedenken, dass ich ja hier die Ableitung bilden möchte. Also muss ich zuvor wieder die Ableitungsanweisung geben. Jetzt kann ich die Funktionsvorschrift eingeben. Das ist wieder 3 mal x² plus 2 mal x minus 4. Und jetzt muss ja wieder eingegeben werden, an welcher Stelle
die Steigung ermittelt werden soll. Da lege ich mich jetzt aber nicht auf einen bestimmten Wert fest, sondern hier gebe ich als Laufparameter x ein. X gleich. Die zweite Funktion möchte ich nicht anzeigen. Es gibt einen Startwert 0. Ich möchte das Ganze bis 7 laufen lassen mit einem Inkrement von 0,5, also in Abstufung von 0,5 pro Rechenschritt. Und schon wird mir die Tabelle mit den Steigungswerten über diesen Funktionsverlauf hinweg generiert. Wenn ich nun nach rechts wechsle, werde ich im Display gut lesbar den Steigungswert ablesen können, kann mich nun hier durchblättern. Und wenn ich nun das Gleichheitszeichen drücke, werden mir für weitere, bisher nicht berechnete Werte die Steigung ermittelt. Ja, das war es auch schon. So einfach ist es, eine ganze Tabelle mit den Steigungen der Funktion an allen möglichen Stellen zu ermitteln. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Neues vermitteln. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Und vor allem danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.